Herzlich willkommen in der Sukkulentensammlung Zürich zu einem kleinen Rundgang zu sukkulenten Faserpflanzen. Mein Name ist Urs Eckli und ich bin Botaniker hier in der Sukkulentensammlung. An diesem Rundgang heute möchte ich Ihnen 3 verschiedene Sukkulenten vorstellen, wo man Blätter nutzt als Lieferant von Fasern. Wer stellt sich vor, dass diese Schnur hier etwas zu tun hat mit der Pflanze, die gerade neben mir wächst? Das ist eine Sisal-Schnur, wie man sie vielleicht im Garten brauchen kann. Und das hier ist die Sisal-Agave, die die Fasern, wo die Schnur daraus gemacht ist, liefert. Die Gattung Agave ist eine grosse Pflanzenverwandtschaft, etwa 300 Arten, die in Nordamerika hauptsächlich daheim ist, vor allem in Mexiko. Und eine Reihe von Arten sind auch ganz unterschiedlich genutzt worden im Verlauf der Zeit. Am bekanntesten ist sicher die Sisal-Agave. Weitere wichtige Agavenart ist die Tequila-Agave. Heute konzentrieren wir uns aber natürlich auf die hier. Die Sisal-Agave ist schon zur Zeit der Azteken genutzt worden. Und heutzutage wird sie in grossen Plantagen angebaut, auch außerhalb Mexiko, in Afrika zum Beispiel. Und die Fasern, die wir eben gewinnen, die wir als Sisal kennen, die sind sehr, sehr stabil, sehr resistent und die kann man aus diesen Blättern heraus gewinnen. Und wenn man so ein Blatt anschaut, dann sieht man da auch an der Schnittfläche die Faserränder, die sich nachher als Fasern durchziehen über die ganze Länge des Blatt. Und das ist der Vorteil eben von der Sisal-Fasern, dass es sehr eine lange Fasern ist. Die Pflanze macht die Fasern natürlich nicht in erster Linie, damit wir Sisalschnur machen daraus, sondern die Pflanze braucht die Fasern für die Stabilität der Blätter. Also das ist dann wirklich sehr eine stabile Sache. Einerseits, weil das Blatt sukkulent ist, es hat Wasser drin, das gespeichert wird, und eben die Fasern, die dem Blatt dann auch Stabilität geben. Und es kann sein, dass das Blatt zwar dann einen Riss bekommt, aber insgesamt tut das dem Blatt keinen Abbruch, es funktioniert trotzdem und die Wunde, die es da gegeben hat, die wird wieder verheilen. Wenn man die Fasern gewinnen will, dann erntet man die Blätter und tut sie verklopfen oder quetschen, mit Wasser ausspülen und ähnlich wie man das früher bei uns mit dem Leim gemacht hat. Und das Produkt, das es nachher daraus gibt, das haben wir vor ein paar Jahren da bei uns in der Sukkulentensammlung hergestellt. Das wäre Rohsisal und wir sehen hier die einzelnen Fasern noch mit ein bisschen Resten vom Blattgewebe. Wenn man Rohsisal kauft, dann sieht es ein bisschen schöner aus. Der ist dann einfach bleicht und perfekt gewaschen. Und das wäre jetzt also das Rohmaterial, um so eine Schnur herzustellen. Und die Fasern, die Sisal-Fasern, die sind also wirklich einfach sehr, sehr, sehr stabil. Ich kann die eigentlich fast nicht verreissen. Und sie sind eben sehr, sehr lang. Das heisst, man kann sehr, sehr schöne Seile daraus produzieren. Die Gattung Agave ist sehr vielfältig, wie man sie erkennen kann. Das werde ich jetzt in den nächsten 2-3 Minuten erklären. Was ganz charakteristisch ist für Agave, ist, dass sie einen stabilen Endtorn haben an den Blättern. Und der ist wirklich, also der sticht sehr, sehr stark. Neben dem Endton der Blätter ist bei vielen Agaven auch der Blattrand ganz charakteristisch, mit diesen ganz starren Zähnen, die auch wirklich Verletzungen können zufügen können, wie wir das hier bei dieser Agave Wokomahi sehr gut sehen. Wie ich schon kurz erwähnt habe, gibt es fast 300 verschiedene Agavenarten. Die meisten sind in Nordamerika daheim und entsprechend kann man in der Sukkulentensammlung die grösste Vielfalt von Agaven im Nordamerika-Haus antreffen. Zum Beispiel die hier, die Agave macroacantha, mit ihren ganz charakteristischen Blattspitzen und der Blattrandzähnung. Die Blattrandzähne können auch mal ein bisschen grösser sein, so wie hier bei dieser Agave havardiana. Nicht alle Agaven haben aber Blattrandzähne. Die Agave shitigera zum Beispiel, die hat am Blattrand Fasern, die dann so schön sich löckeln und röllen. Aber der Blattrand-Endtorn, der Blattspitzentorn, der ist trotzdem da. Nochmal andere Arten, die haben komplett nackte Blattränder, so wie man das hier bei dieser Agave pintilla sieht. Die meisten Agaven werden ein bisschen gross für die heimische Kultur, aber es gibt zum Glück auch Ausnahmen, zum Beispiel hier die Agave polyantiflora, wo die ausgewachsene Rosette vielleicht etwa 15 cm Durchmesser erreicht. Und die kann man natürlich gut auch daheim kultivieren.
Da stehen wir im Afrika-Haus der Sukkulentensammlung und da steht auch das zweite Beispiel von sukkulenten Faserpflanzen, das ich heute vorstellen möchte. Es geht zum Beispiel um diese Pflanze hier, Sansevieria oder eben Bogenhanf, wie er besser bekannt ist. Beim Namen Bogenhanf denken Sie vielleicht eher an eine Pflanze wie die hier, der gewöhnliche Bogenhanf oder gewöhnliche Sansevieria, die man als Zimmerpflanze an vielen Orten hat, weil sie so pflegeleicht ist und auch mit ein bisschen weniger Licht auskommt. Bogenhanf, eben die Gattung Sansevieria, gibt es 84 verschiedene Arten in Afrika, auf der arabischen Halbinsel und auch in Indien, Sri Lanka noch verbreitet. Und genau wie die Agaven haben auch diese Blätter sehr, sehr stabile Fasern eingebaut gewissermaßen. Wir können das vielleicht an diesem Beispiel noch ein bisschen genauer anschauen. Also die Fasern gehen genau auch wie bei den Agaven. Dem Blatt wirklich Stabilität und das kann sich verdrehen und man kann das verbeugen. Und dank der Fasern passiert nichts. Und wenn einmal das Blatt eine Knickstelle bekommt, dann würde die auch wieder verheilen. Und auch da ist es so, dass man die Fasern sieht, wenn man das Blatt aufklappt, dann kommen die zum Vorschein und die laufen auch von zuunterst am Blatt bis zuoberst zum Blattspitz durch. Sie sind ein bisschen feiner als die Agavenfasern, aber ebenfalls sehr, sehr stabil. Und in der Heimat von diesen Pflanzen da werden die unterschiedlichsten Arten genutzt eben als Faserpflanzen. Und man macht daraus zum Beispiel in Äthiopien ganz raffinierte Schnürli. Man sieht, dass das da am Ende ganz dünn ist und am unteren Ende recht dick. Und es entspricht so ungefähr der Länge von so einem Blatt. Je nachdem, nach Art, sind die Blätter halt unterschiedlich lang. Gebraucht wird das Schnürli offenbar in Äthiopien für eine Steinschleuder anzutreiben. Und wenn man es genauer anschaut, dann sieht man, wie fein das die Bogenhanffasern sind. Der Name Bogenhanf sagt natürlich auch etwas aus über die Verwendung von diesen Fasern. Man hat ganz offensichtlich Schnürli, vermutlich ein bisschen solche, die gleichmäßiger sind in der Dicke, gebraucht, um den Bogen zu bespannen. Darum eben Bogenhanf oder botanisch Sansevieria. Sansevieria gibt es auch ganz unterschiedliche. Eine der grössten ist Sansevieria stucki aus Ostafrika. Blätter bis über 2 Meter Länge. Und charakteristisch für Sansevieria-Blätter ist, dass sie zwar einen Endton haben können, aber dass sie kein Blattrandzähne haben, kein Blattrandhaar, keine Zeichnung auf den Blättern, wie wir das bei den Agaven gesehen haben. Also die sind recht einfach zum Auseinanderhalten. Die Blätter können rund sein, drehrund, so wie bei der Sansevieria stucki, oder eben auch abgeflacht, so wie wir das vorher bei den Beispielen gesehen haben. Das ist Sansevieria pinguicula aus Kenia, eine der kleinbleibenden Arten der Gattung mit ganz besonders sukkulenten, starren, steifen Blättern, auch wieder mit Endton. Und Sansevierien sind natürlich ganz dankbar auch für die Kultur. Wir haben hier so eine Auswahl an verschiedensten Arten. Und dankbar sind sie darum, weil die meisten von diesen Sansevierien relativ mit wenig Licht auch auskommen. Und viele sind auch besonders attraktiv, von der Blattmusterung zum Beispiel, wenn man die hier anschaut. Andere haben besonders schöne Wuchsform, wenn man die hier anschaut. Oder eben Sansevieria pinguicula, für viele die schönste Sansevieria überhaupt. Das letzte Beispiel von einer sukkulenten Faserpflanze, die ich heute auf diesem Rundgang vorstellen will, wächst im Südamerika-Haus, genauer gesagt in der Brasilien-Abteilung vom Südamerika-Haus. Es geht um diese Pflanze hier, die grau-grünen, unordentlichen Blätter, die wachsen auch da, auch das Blatt gehört dazu. Die Pflanze ist auch da zu finden oder da vorne. Mit anderen Worten, es ist eine Pflanze, die ein bisschen unordentlich wächst. Sie vermehrt sich mit Ausläufern, mit Rhizomen im Boden drin. Und auch da ist es so, dass man Fasern nutzt, die längs durch das ganze Blatt durchlaufen. Also wirklich von der Basis bis in die Spitze. Es sind sehr feine Fasern, die man hier nutzt. In Nordostbrasilien, in den Trockengebieten, wo die Pflanze vorkommt, heisst sie Garoa. Und botanisch hat sie den Namen Neoglaciovia variegata, wegen diesen gescheckten Blättern. Und sie gehört in die Familie der Ananasgewächse oder der Bromelien. Auch diese Blätter sind sukkulent, sie haben einen Wasserspeicher und dann die Fasern und miteinander gibt das auch wieder die Festigkeit, wie wir es schon bei den Agaven und bei den Bogenhanfpflanzen gesehen haben. Also die Blätter die sind wirklich zäh und man kann sie bügen und drehen und es braucht sehr viel, bis sie brechen. Dank eben dieser Kombination aus Wasserspeicher und Blattfasern. Die Familie der Ananasgewächse oder Bromelien ist eine sehr vielgestaltige, grosse Familie.
über 3000 Arten insgesamt, etwa 500 davon sind sukkulent. Bromelien sind nur in der neuen Welt daheim, mit einer Ausnahme. Die grosse Vielfalt also von Mexiko in Süden bis Argentinien, da sind sie daheim. Die sukkulenten Bromelien kann man relativ einfach von den Agaven und auch von den Bogenhamarten unterscheiden, auch wenn sie nicht blühen. Man muss dazu die Blätter ein bisschen genauer anschauen, vor allem die Blattunterseite. Wenn man die ein bisschen genauer studiert, dann sieht man, dass die da so Längsrillen hat, ganz feine, längs verlaufende, helle, dunkle Rillen. Wenn man das mit der Lupe anschauen würde, dann sieht man, dass das zustande kommt durch ganz, ganz feine Haare, mikroskopische Schüppli fast schon, die in Längsreihen angeordnet sind. Und mit dem Merkmal, das die meisten Bromelien zeigen, kann man die Familie recht gut unterscheiden. Neben den Blattunterseiten, die wir vorher angeschaut haben, gibt es andere Merkmale, die man brauchen kann, um Bromelien zu erkennen. Fast alle sukkulenten Bromelien haben Blattrandzähne, so wie bei diesem Beispiel hier. Das ist ein Vertreter von der Gattung Bromelia. Ein weiteres Beispiel ist die Rosette hier gerade nebendran. Das ist die Rosette von einer Ananaspflanze, sicher die Art der Familie, die wir am besten kennen. Und auch die hat Blattrandzähne, allerdings ganz feine. Das ist auch typisch für Kulturpflanzen, dass man die so züchtet, dass sie möglichst angenehm sind fürs Handling. Für alle, die lieber gerne ein bisschen gröbere Zähne haben, würde sich diese Pflanze hier empfehlen. Eine Puya vasquesi aus Bolivien, die wirklich sehr schön sticht. Wenn Ihnen all die spitzigen Zähne jetzt ein bisschen zu grässlich sind und Sie trotzdem nicht auf Bromeliengewächse verzichten, dann empfehle ich Arten von der Gattung Tillandsia. Ich habe einfach 2 Beispiele mitgebracht. Das sind Pflanzen, die als Epiphyten leben, also oben auf den Bäumen und nicht unten am Boden. Und die sind garantiert unbezähnt. Sie haben vielleicht einmal ein spitziges Blattende, aber es sind wirklich eigentlich Pflanzen zum gerne haben. Man kann die problemlos so in die Hand nehmen und verletzt sich garantiert nicht dran. Damit kommen wir ans Ende von dem Rundgang zum Thema sukkulente Faserpflanzen. Ich habe Ihnen Agaven vorgestellt, ich habe Ihnen Bogenham vorgestellt, ich habe Ihnen Garoa vorgestellt. 3 Pflanzenarten aus 3 verschiedenen botanischen Familien. Das gemeinsame Merkmal ist, dass sie Fasern haben in den Blättern. Bei ausgewählten Arten nutzt man die zur Herstellung von Schnüren, von Seilen, von Textilien, von Teppichen, was da Dinge auch mehr sind. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einmal dabei sind bei einem Rundgang und sagen auf Wiedersehen, auf ein anderes Mal.